Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Ätzteile ergänzen einen Bausatz oder werten ihn auf. Um was es sich dabei genau handelt und wie man damit arbeitet, das schauen wir uns heute genauer an. Ihr habt es sicherlich schon erlebt. Man kauft sich einen Bausatz und man ist teilweise vom Detailgrad nicht besonders begeistert. Oder einige Teile sind herstellungsbedingt viel zu dick oder zu plump. Abhilfe schaffen hier Ätzteile. Mit diesen kann man die gerade genannten Mankos ausbessern und somit sein fertiges Modell aufwerten. Doch was sind Ätzteile genau und wie arbeitet man damit? Diesen beiden Fragen gehen wir heute auf den Grund. Wie der Name schon verrät, werden Ätzteile meist aus Messing oder Neusilberblech geätzt. Damit das gelingt, müssen die Hersteller zuerst die Teile zeichnen und später auf eine Folie drucken. Diese Folie kommt anschließend auf das Blech, das mit einer lichtempfindlichen Beschichtung versehen wurde. Danach wird alles belichtet und entwickelt. Zum Schluss werden die Bleche geätzt. Dabei werden alle Bereiche entfernt, die nicht mit dem Fotolack bedeckt sind. Übrig bleiben dann nur die Teile, die dann bei uns, also dem Endkunden, auf dem Basteltisch landen. Aufgrund des Herstellungsverfahrens werden sie auch Fotoätzteile genannt. Hier habe ich mal so eine kleine Platine. Es handelt sich dabei um ein kleines Set von Green Strawberry für Revels Razor-Crest in 1:72. Man sieht da ganz gut die feinen Details, die so am Bausatz nicht vorkommen. Wie gesagt, das liegt jetzt nicht am Hersteller, sondern am Produktionsverfahren, das oft keine filigranen Details zulässt. Doch wie verarbeitet man solche Teile und was ist zu beachten? Ich möchte euch das anhand dieser Platinen zeigen. Das sind die Reste der Ätzteile der Voyagers, die ich kürzlich fertiggestellt habe. Die Teile, wie man da vielleicht sieht, die sind sehr oft an dünnen Verbindungen befestigt, die man durchtrennen muss. Dazu eignen sich spezielle Ätzteilscheren, so wie diese da, oder man schneidet die Platine auf einer etwas festeren Unterlage. Bei mir kommt hier diese Glasplatte zum Einsatz. Die ist zwar für das Messer nicht so gut, verhindert aber, dass ich beim Herausschneiden die ganze Platine verforme, da ihr nichts nachgibt. Ich zeige euch beide Methoden anhand dieser nicht genutzten Shuttle-Bucht. Zuerst einmal mit der Schere. Nutzt man diese, dann muss man einfach aufpassen, dass man nicht in die anderen Teile hineinschneidet. Am besten ist, man setzt sie direkt bei der Verbindung an und drückt dann ganz leicht die Schere durch. So, das war's. Das macht man jetzt rundherum. So. Ja, und schon ist das gute Teil aus dem Rahmen entfernt. Anschließend, da prüfe ich mit dem Finger noch, ob nur kleine Reste spürbar sind. Ja, das ist jetzt da der Fall. Und wenn ja, dann kommt noch eine Diamantfeile zum Einsatz. Mit der kann man dann sowas noch entfernen. Mit dem Messer, da schaut die ganze Sache schon etwas anders aus. Hier nehme ich da jetzt die besagte Platte und lege mir das Teil da drauf. Jetzt kommt ein scharfes Messer zum Einsatz. Bei mir sind es solche Rundklingen. Und jetzt kann ich mit dem die Verbindungen kappen. Wie gesagt, ist so eine Glasplatte für das Messer eigentlich Gift. Da ich aber da jetzt ein bisschen Druck ausüben muss, da kann es passieren, wenn ich das jetzt auf der Schneidunterlage mache, dass ich da die ganze Platine durchdrücke und mir so die Teile verforme. Ihr habt es auch vielleicht auch vorher bei der Schere gesehen, dass es mit der auch nicht so ist, dass die Teile da schön flach rauskommen.
Auf dieser Platte, da passiert mir das aber nicht. Auch hier wird es wieder an allen Stellen gemacht. Ne? So. Wo sitzt es noch? So. Und gegebenenfalls mit der Feile nachbearbeitet. Nun sind die Ätzteile aus der Platine entfernt. Oft ist es aber so, dass die Teile noch in Form gebracht werden müssen. Das geschieht jetzt mittels Biegewerkzeuge. Ich habe da 2 Zangen von Tamiya und ein kleines Biegetool. Bei den Zangen, da sieht man vielleicht recht schön, dass die nicht gerade sind, sondern sich nach vorne hin verjüngen. Ne? Und auf den Seiten, da sind sie leicht schräg. Ich nehme jetzt aber mal das Teil und schaue mal an, auf welche Seite dass ich das biegen muss. Hier ist nämlich Vorsicht geboten, denn biegt man das jetzt in die falsche Richtung und später wieder zurück, dann kann es schon mal passieren, dass alles auseinanderbricht oder das abbricht. Daher vorher gut die Bauanleitung der Ätzteile studieren. Hier muss ich auf diese Seite, also jetzt von mir aus gesehen, nach rechts biegen, also da alles nach innen. Ne? Und somit mache ich das jetzt. Jetzt mache ich einmal mit der Zange, ne? Die setze ich jetzt einfach da mal an und biege das Teil vorsichtig in die gewünschte Richtung. Und nur, soweit es sein muss. So. Schaut dann so aus. Mit dem Biegetool, da kann ich das genauso machen. Dazu schraubt man das Tool einfach ein bisschen auf, so, und legt das Teil dorthin, wo es am meisten Sinn macht. Wie ihr seht, hat man ja da eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ja, ich mache das jetzt da rein. So. Ist das Teil platziert, ja, dann schraubt man das wieder fest. So, und jetzt kann gebogen werden. Auch da wieder vorsichtig und mit Bedacht. So. Wenn es fertig ist, nehme ich es wieder raus. Sobald alles gebogen ist, da kann man die Ätzteile am Modell befestigen. Da es sich ja um Metallteile handelt, da wird Sekundenkleber oder Acrylklebstoff, ne, wie dieser hier, benötigt. In der Infobox, da gibt es übrigens ein Video zu diesem Ultraglue. Beachtet einfach, dass man vor dem Lackieren dann noch grundieren muss. Da Ätzteile meist viel dunkler als der Kunststoff sind, ja, würden sie somit zu Farbunterschieden in der späteren Lackierung führen. Tja, und für Fragen zum heutigen Thema, da stehen euch natürlich die Kommentare zur Verfügung. Und in der nächsten Folge, da zeige ich euch, wie man Maskierfolie auf dem Modell schneidet und auf was man da achten muss. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.